tristen Tag erwischt und ich habe eigentlich keinen Bock, euch zu helfen. Aber dort drüben, bei der Ranger-Station, könntet ihr vielleicht Glück haben. Aber bevor ich euch losschicke, ein bisschen Bildungsfernsehen. Achtung! Diese Attraktion ist aufgrund extremer Gewaltdarstellungen und Schockeffekten nicht geeignet für Personen unter 16 Jahren, Personen, die an Klaustrophobie leiden, Personen, die an Epilepsie leiden, Personen, die absolute Dunkelheit fürchten, Personen mit Herzbeschwerden, Personen mit sensibler Psyche, Personen mit einer erhöhten Geruchssensibilität, Personen, die auf laute Geräusche sensibel reagieren, Schwangere und Asthmatiker. Wir übernehmen keine Haftung für lose und verlorene Gegenstände. Bitte fassen Sie die Darsteller und Requisiten nicht an. Wenden Sie sich bei Problemen an unsere Darsteller oder Einlasshelfer. Sie werden dann auf kürzestem Weg aus der Attraktion geführt. Die gesamte Attraktion ist zu Ihrer Sicherheit videoüberwacht. Bitte beachten Sie, dass Sie einen engen Gang in gebückter Haltung durchlaufen müssen. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Bluestone National Park. Ich bin ein wenig überrascht, dass ich euch zu so später Stunde noch hier antreffe, denn eigentlich liebe ich meine Nachtschicht, ich habe meine Ruhe, es geht mir niemand auf die Nerven, war wohl nichts heute. Naja, eigentlich wäre es meine Aufgabe, euch dort raus zu begleiten in die Wälder. Allerdings muss ich sagen, bei den Vorkommnissen der letzten Nacht werde ich zu dieser Stunde gewiss nicht mehr dort rausgehen. Aber mein netter Kollege Scott hat was für euch vorbereitet, vielleicht hilft euch das ja auf eurem Weg. Hallo und herzlich willkommen im Bluestone National Park im wunderschönen West Virginia. Mein Name ist Scott Johnson und ich bin der Park Ranger. Wie Sie sicherlich gehört haben, passieren hier sehr mysteriöse Todesfälle. Bergsteiger, Touristen, alle tot. Aber wir haben neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Solarbetriebene Sicherheitslampen für Sie. Ich muss dazu sagen, die Lampen befinden sich in der Testphase. Daher ist Folgendes zu beachten. Nur ein Gast pro Gruppe erhält eine Lampe. Wählen Sie also jetzt einen Gruppenleiter. Aufgrund nicht ausreichender Solarladung kommt es vereinzelt zu Flackern oder zu Ausfällen. Bitte lassen Sie die Lampe niemals fallen oder irgendwo stehen und behandeln diese sorgfältig. Die Lampe muss beim Verlassen des Nationalparks vom Ranger abgegeben werden. Im Namen des US National Park Service bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun bitte ich Sie, sich zu Ihren Lodges zu begeben. Denn es ist nicht mehr sicher. Los, zügig, beeilen Sie sich. Los, weiter, weiter. Los. Ja, Sie auch. Weiter. Mal drüben auf dem Campingplatz. Vielleicht habt ihr da mehr Glück.
darf da nicht gehen.